Bluthochdruck kann zu schlimmen Erkrankungen führen. Also lasst uns gemeinsam mit naturheilkundlichen Mitteln was dagegen tun. Aber zuerst mein Intro. Nutzt bitte diese Zeit wie immer und gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit der YouTube-Algo dieses Video möglichst vielen betroffenen Menschen anzeigt und wir somit gemeinsam ihnen helfen können, wieder ihren Blutdruck zu senken und wieder gesund und fit zu sein. Vielen Dank. Hallo, ich bin die Sabine, ich bin Therapeutin für die traditionell chinesische Medizin und habe mich in verschiedenen naturheilkundlichen Methoden weitergebildet, um das Beste meines Wissens und meiner Erfahrung nun mit euch teilen zu können. Nun starten wir sofort in den orthomolekularen Teil und fackeln hier nicht weiter lange herum. Spezielle sekundäre Pflanzenstoffe wie zum Beispiel Rutin, Apennin oder Vitexin können dazu beitragen, Entzündungen in euren Gefäßen zu senken und somit haben sie blutdrucksenkende Eigenschaften. Wir finden diese sekundären Pflanzenstoffen überwiegend in grünem Blattgemüse, wie zum Beispiel den Mangold, aber auch in Spinat und Grünkohl, sowie in dem Bärlauch. Der Reishi-Pilz hat ebenfalls blutdrucksenkende Wirkungen, denn die enthaltenen Polyphenole sorgen nicht nur für eine Immunstärkung und eine entzündungshemmende Wirkung, sondern beugen auch noch der Verengung der Venen vor und sorgen somit protektiv gegen Arteriosklerose. Außerdem wirken sie antikarzinogen, also vorbeugend gegen Krebs. Die Weißdornbeeren enthalten sogenannte aktive Flavonoide, die dafür sorgen, dass der Kreislauf angeregt wird und somit mehr Sauerstoff schneller zum Herzen gelangen kann, was den Blutdruck senkt. Er entlastet dadurch das Herz in seiner Pumpleistung und außerdem führt er auch noch dazu, dass er Cholesterinablagerungen in den Gefäßen reduziert und den Herzmuskel schützt. Stickstoffmonoxid sorgt für eine Erweiterung der Gefäße und verbessert somit den Blutfluss. Diesen Effekt haben zum Beispiel die Aminosäuren L-Arginin oder L-Citrullin. Außerdem verbessern beide Aminosäuren die Leistungsfähigkeit der Muskeln und steigern somit deren Energie. Zudem haben sie noch diesen positiven Effekt der Laktatbildung entgegenzuwirken, die sich bei einem Muskelkater einstellen kann. Auch spezielle Bioflavonoide aus Ginkgo, Blaubeeren, Grüntee oder den Traubenkernextrakt helfen dem Herz-Kreislauf-System effektiv bei der Senkung des Blutdrucks und sie halten die Gefäße elastisch. Außerdem wirken sie durchblutungsfördernd und entzündungshemmend. Die Aminosäure L-Taurin schützt unseren Körper vor Kaliumverlusten, was somit den Blutdruck senken kann, weil es dem Gegenspieler Natrium entgegenwirkt. Außerdem lindert es Herzrhythmusstörungen und sorgt für einen positiven Fettstoffwechsel, lindert auch Ödeme und Schmerzen. Hier nochmal eine Übersicht über die orthomolekularen Mittel, die hilfreich dabei wären, euren Blutdruck zu senken und wieder ins Gleichgewicht zu kriegen. Was könnt ihr sonst noch tun, um euren Blutdruck zu senken? Es gibt natürlich hier wieder die Akupunktur, die wirksame Effekte dabei hat, euren Blutdruck zu senken. Sucht euch hierfür wieder einen geeigneten Akupunkteur eures Vertrauens und nutzt diese wunderbare Methode, um euer Herz-Qi wieder in Einklang zu bringen, die Hitze zu reduzieren und somit euren Blutdruck zu senken. Auch wenn ihr euer Immunsystem stärkt, kann das positiv dazu beitragen, euren Blutdruck zu senken.
Denn gerade fieberhafte Erkrankungen sorgen dafür, dass mehr Hitze in euren Körper hineinkommt, was eben auch diese Herzhitze begünstigen kann. Und diese wollen wir ja nicht haben. Beugt also diesem Geschehen vor, indem ihr euer Immunsystem stärkt. Gerade auch der Schlaf vor Mitternacht ist wichtig, um euren Yin-Mangel wieder aufzufüllen. Daher sorgt auch hier wieder für einen ausreichenden und ausgewogenen Schlaf. Denn dieser füllt euer Herz-Yin wieder auf, was indirekt natürlich eure Herzhitze senkt und somit euren Blutdruck. Um euer Herz-Yin wieder aufzufüllen, habe ich im Ernährungsteil schon sehr viele hilfreiche Lebensmittel genannt, die dies tun. Am allerbesten bereitet ihr 3-mal täglich schön gedünstetes Gemüse zu oder leicht bekömmliche Fischmahlzeiten, die dafür sorgen, dass euer Herz-Yin wieder aufgebaut wird, und dann habt ihr positive Effekte, die euren Blutdruck natürlich wieder senken können. Leichte sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Radeln, Wandern oder Schwimmen in Verbindung mit einem Ausgleich von Entspannung, wie zum Beispiel Meditation oder Tai Chi oder auch autogenem Training, führt dazu, dass euer Blutdruck wieder ins Gleichgewicht kommt. Ihr solltet euch auch im Leben Grenzen setzen, denn es hilft keinen, wenn ihr euch einfach durch den Alltag jagt und damit auch euren Blutdruck wieder in die Höhe treibt, sondern geht Dinge gelassen an. Versucht, wie gesagt, euch diese Grenzen zu setzen und dann zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das kann auch wieder dazu führen, dass ihr natürlich in diese Entspannung und in diese Gelassenheit kommt, damit sich euer Blutdruck und euer Herz-Kreislauf-System wieder beruhigt. Natürlich gibt es auch wieder Dinge in eurem Lifestyle, die ihr bitte meiden solltet, denn sie können euren Blutdruck in die Höhen treiben, und deswegen liste ich hier die wichtigsten Faktoren auf, die ihr bitte meiden solltet. Allem voran ist hier natürlich Stress zu nennen, denn Stress aktiviert eure sympathischen Nervenzellen, die natürlich auch den Blutdruck erhöhen können. Deswegen versucht wirklich hier auch Entspannung in euren Alltag mit einzubauen und vermeidet bitte Stress, soweit es geht. Was viele vielleicht jetzt verwundern wird, ist aber, dass Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten ebenfalls zu Bluthochdruck führen können. Vor allem, wenn ihr gegen Zuckerarten allergisch seid oder eine Unverträglichkeit habt auf Fruchtzucker zum Beispiel, kann das dazu führen, dass eine Fehlverdauung stattfindet, die in eurem Darm natürlich wieder diese sogenannten Fuselalkohole entstehen lässt. Und auch Alkohol wäre bei Bluthochdruck auf jeden Fall zu meiden. Wie sich jeder sicherlich auch denken kann, ist natürlich Rauchen sehr schädlich für euren Bluthochdruck. Denn Rauchen trocknet euch innerlich aus, es trocknet quasi euer Yin weg, was nötig wäre, um den Blutdruck zu senken. Und deswegen sollt ihr bitte auch bei Bluthochdruck wieder Zigaretten vermeiden. Auch eine Schwermetallbelastung kann zu Bluthochdruck führen, vor allem wenn ihr zu wenig Reserven an dem Vitalstoff Zink in eurem Körper habt. Zink kann bei manchen Schwermetallvergiftungen entgegenwirken, deshalb achtet auch hier wieder auf eine ausreichende Zinkversorgung. Auch Übergewicht zu reduzieren wäre natürlich hier von Vorteil, denn gerade wenn die Ernährung aus sehr viel tierischen Fetten und Cholesterin besteht, sorgt das natürlich dafür, dass sich eure Gefäße verengen und hier auch wieder diese Cholesterinablagerungen in den Gefäßen stattfinden können, die eben auch zu Arteriosklerose führen und den Blutfluss dadurch natürlich verschlechtern, was im Endeffekt wieder zu Bluthochdruck führt. Demnächst mache ich auch noch ein Video, wie man eine krankhafte Adipositas am besten angeht,
Verfolgt einfach meine Videos, abonniert meinen Kanal, dann würdet ihr dieses Video auch auf keinen Fall verpassen. So viel sei hier noch dazu gesagt, dass natürlich eine Ernährungsumstellung einen großen Beitrag dazu leisten kann, euren Blutdruck zu senken. Ich verlinke an dieser Stelle einfach nochmal meinen Teil 1 für einen gesunden Blutdruck, damit ihr dann nochmal die Ernährung nachsehen könnt, welche von Vorteil für euch wäre. Natürlich kann nicht nur Akupunktur euren Blutdruck wieder senken, sondern auch Akupressur. Und da das hier ein Video zur Selbsthilfe ist, möchte ich auch wieder hier ein paar unterstützende Punkte vorstellen, die ihr akupressieren könnt. Bei einem Fülle-Syndrom ist es von Vorteil, eine kräftige Stimulation der Punkte auszuführen. Denn diese kräftige Stimulation reduziert eine Fülle. Die besten Akupressurpunkte, um ein Fülle-Syndrom im Herzen zu beseitigen, wären die Punkte Herz 7, Herz 8 und Herz 9. Bei Stimmungsschwankungen, in dem Fall, wenn diese Herzhitze auf die Leber übergegangen ist, könnt ihr auch noch den Punkt Gallenblase 15 versuchen. Bei einem Mangelsyndrom hingegen solltet ihr diese Stimulation der Punkte nur leicht vollziehen. Denn diese leichte Stimulation hat einen tonisierenden, also einen aufbauenden Effekt auf diese energetische Wirkung des Herz-Yins, was hier natürlich von Vorteil ist. Die besten Punkte wären dafür Herz 6 und Niere 7. Außerdem gibt es noch den Punkt Perikard 7. Er wirkt vor allem bei Männern aufbauend für dessen Yin. In meiner letzten Videoreihe für ein gesundes Atemsystem habe ich euch noch Näheres für die Anwendung von Akupressur bereitgestellt. Wenn ihr das noch einmal nachsehen möchtet, dann klickt einfach hier auf den Link. Ich verlinke es an dieser Stelle nochmal und dort könnt ihr dann nochmal nachsehen, wie ihr am besten eine Akupressur für euch ausführt. Und hinterlasst bitte wieder in den Kommentaren hilfreiche Tipps, die euch geholfen haben, euren Blutdruck wieder zu normalisieren. Da wäre ich euch super dankbar dafür und sicherlich diese betroffenen Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, die danken euch natürlich dann noch mehr. Wenn ihr auch hier wieder meine Tipps für absolut hilfreich gehalten habt, dann liked wieder dieses Video. Ihr wisst, der YouTube-Algo empfiehlt es dann möglichst vielen Betroffenen und dann leisten wir somit gemeinsam einen Beitrag dazu, dass sie sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen und wieder gesund werden. Ich danke euch dafür und auf jeden Fall bleibt mir alle schön gesund und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.